Habt ihr euch schon mal Features wie dynamische Preise oder einen Benchmark-Skip-Button beim PC Building Simulator gewünscht? Dann habe ich heute für euch die Top 10 Features, die in PC Building Simulator noch fehlen. Platz 1. Mehr Effekte bei RGB-Beleuchtung. Und ja, ich weiß. Wie komme ich bloß auf etwas wie mehr Effekte bei RGB-Beleuchtung? Nein, aber ganz ehrlich. Wieso gibt es für Farbwechsel bei der Beleuchtung von Komponenten nur einen einzelnen Effekt, der auch noch super langweilig ist? Ich meine, es ist ja nicht so, als bekäme man in Real Life von jeglichem Hersteller, so namhaft oder eben auch nicht er sein mag, die persönliche RGB-Software hinterhergeworfen. Aber wenn die Entwickler doch so sehr ihre RGB-Beleuchtung lieben und sowieso schon mit Herstellern wie Corsair, Asus, MSI, die alle ihre eigene Beleuchtungssoftware haben, zusammenarbeiten, wieso gibt es dann nicht eine von denen tatsächlich im Spiel oder zumindest immer ein paar Effekte aus der jeweiligen Software im Spiel, sodass alles nicht einfach so unglaublich langweilig ist? Das kann ich mir halt wirklich nicht vorstellen, wieso es dafür überhaupt gar keine Anreize gibt. Da verstehe ich wirklich überhaupt nicht, wieso es das nicht im Spiel gibt, nämlich offiziellen Mod-Support. Und ja, ich weiß, Mods zu installieren ist nicht easy und gerade bei PC Building Simulator kann ich es gut nachvollziehen, wenn Leute Tutorials schauen müssen. Übrigens, mein Tutorial zu Mods kommt hoffentlich auch bald, denn ganz ehrlich, ist es unglaublich unnötig kompliziert gemacht hier im Spiel. Denn Mods werden nicht einfach simpel über einen Steam Workshop zum Beispiel unterstützt, wo man sie einfach abonnieren könnte und dann werden sie automatisch runtergeladen und funktionieren. Nein, man muss sich die Mods zusammensuchen. Das geht meistens noch halbwegs gut auf Nexus Mods. Aber Mods funktionieren auch immer nur in der aktuellsten Version und mit der nächsten Version sind sie eigentlich immer schon nicht mehr so, dass man sie nutzen kann. Das ist halt einfach unglaublich unnötig und echt blöd, gerade weil es so viel Aufwand ist, sie zu installieren, aber halt auch Unmengen an Aufwand, überhaupt Mods fürs Spiel zu erstellen, weswegen es gar nicht so unglaublich viele gibt. Das ist halt echt schade bei einem Spiel, wo es ja um vor allem Hardware geht und da dann ja auch eigentlich um die Auswahl, die Menge an Hardware, wo sich ja eigentlich unglaublich anbieten würde, dass man einfach die Community da mithelfen lässt, um so viel wie möglich Hardware ins Spiel zu integrieren. Da gibt es eigentlich meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, wieso es nicht besseren Mod-Support gäbe. Und glaubt mir, Mod-Support werde ich in dieser Liste noch ein paar Mal referenzen und zwar aus guten Gründen, aber zu denen kommen wir gleich. Der hier ist wirklich simpel. Mehr Musik im Spiel. Und ja, es gibt 45 Minuten an Musik, aber die werden echt schnell alt. Gerade wenn man irgendwie 300, 400, 500 Spielstunden in diesem Spiel hat, dann hat man die durchaus ein paar Mal gehört. Und ich weiß, einige von euch haben mich darauf auch schon oft aufmerksam gemacht, dass die Musik echt sich sehr, sehr oft wiederholt. Und ich verstehe wirklich nicht bei einem Spiel, was relativ erfolgreich ist, also was heißt relativ, was wirklich erfolgreich ist, dass es da so wenig Musik nur gibt. Ich meine, es sollte doch durchaus möglich sein, da ein klein wenig mehr zu haben. Ich meine, die Musik muss ja nicht mal gezwungenermaßen extra fürs Spiel komponiert sein. Ich meine, einfach nur ein bisschen mehr zu haben, auch wenn sie nur lizenziert ist, wäre meiner Meinung nach echt okay. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt auf meiner Liste. Was meine ich mit dynamische Preise? Erstmal ganz simpel. Hardware tendiert ja dazu, von Generation zu Generation teurer zu werden. Und das auch schon ganz ohne eine Chipkrise, in der wir uns momentan befinden. Aber im Spiel ist das komplett unverhältnismäßig. Währenddessen man am Anfang nur Hardware hat, die relativ okay ist vom Preis, wo man, was weiß ich, seine vielleicht 700, 800 Euro maximal für die besten Grafikkarten ausgibt, hat man am Ende da 2000 oder so, wenn man wirklich was Gutes will. Und das ist komplett unverhältnismäßig, selbst zu echten Preisen von Hardware. Und ganz ehrlich, wieso
gibt es da nicht ein Prinzip, dass Hardware auf Dauer günstiger wird? Ich weiß, es gibt diese eBay-App, beziehungsweise PCB-App, wie sie im Spiel heißt, aber trotzdem sollte meiner Meinung nach alte Hardware auf Dauer günstiger werden. Denn ich blende euch das an der Stelle auch nochmal ein. Es gibt super viele Sorten von Beispielen, bei denen einfach die Ingame-Preise komplett durcheinander sind und teilweise dann vergleichbare Hardware miteinander preislich so weit auseinander liegt oder eben auch Sachen, die tatsächlich von der Leistung sehr unterschiedlich sind, dann preislich plötzlich komplett beieinander liegen, was halt in keiner Form Sinn ergibt. Und dann wird man gewisse Hardware ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel eigentlich nie wieder kaufen. Und das finde ich halt echt super schade. Und hier wären wir dann wieder an dem Punkt mit den Mods. Denn es gab und gibt immer wieder die Mod im Spiel, den Benchmark skippen zu können. Und jetzt bin ich ganz einfach mal so frech und sage, wieso ist das kein offizielles Feature? Ich meine, gut, ich kann nachvollziehen, der Benchmark ist ein Feature im Spiel und die Entwickler wollen wahrscheinlich auch, dass man das sieht, aber wieso gibt es nicht die Möglichkeit, einfach, wie es zum Beispiel bei dem automatischen Schraubenwerkzeug oder so ist, dass man das einfach in den Einstellungen, wenn man sich zum Beispiel auch in der Kampagne gekauft hat, einfach einstellen kann, sodass es übersprungen wird, weil wenn ich halt 300 Stunden von diesem Spiel gespielt habe, dann will ich vielleicht nicht jedes Mal den kompletten Benchmark sehen müssen, sondern hätte manchmal vielleicht auch einfach gerne das Ergebnis. Und ja, ich weiß, es gibt Mods dafür, aber dass Mods letztendlich ja mit jeder Version wieder nicht funktionieren, habe ich ja schon erklärt. Und auch wenn das hier wahrscheinlich die populärste Mod oder mitunter die populärste Mod ist, die es in PC Building Simulator immer wieder gibt, ist es eigentlich so unnötig, dass immer wieder die aktualisiert werden muss, nur damit so ein eigentlich wichtiges Feature tatsächlich im Spiel verfügbar ist. Versteht mich nicht falsch. Ich mag die IT-Expansion-Workshops, also da will ich überhaupt nichts gegen sagen und ich finde es auch toll, dass sie als gratis DLC verfügbar sind. Aber jetzt stellen wir uns mal an den Punkt und sagen, wir haben irgendwann die IT-Expansion als DLC durchgespielt. Und wir wollen die tollen Customizable Workshops einfach im Freebuild-Modus nutzen, weil wir sie einfach mögen und weiterhin ganz normal PCs da bauen wollen. Jetzt gibt es da ein Problem. Wenn wir die Workshops im Freebuild-Modus nutzen, kann man die nicht einrichten. Das bedeutet allerdings in dem Fall auch momentan, dass sie einfach auf dem Stand sind, als wären sie nicht eingerichtet. Und damit sind sie halt einfach komplett leer und sehen super langweilig aus. Jetzt wäre es meiner Meinung nach entweder eine Möglichkeit, dass man tatsächlich den Spieler es erlaubt, dass man seinen Workshop auch im Freebuild-Modus dann einrichten kann, oder man gibt einfach einen voreingerichteten Workshop, den man dann halt da nutzen kann. Aber so komplett leer ist das halt einfach Kacke. Ich verstehe nicht, wieso man das an der Stelle nicht einfach anders gemacht hat. Ich meine, es muss ja den Entwicklern aufgefallen sein. Das sieht jetzt vielleicht kompliziert aus, aber eigentlich ist es das gar nicht. Mir geht es einfach nur darum, dass es momentan so ist, dass diese tollen Quests, bau einen PC für CSGO oder sowas, die es momentan im Spiel gibt, eigentlich ganz cool sind, aber auf Dauer werden die halt einfach langweilig. Nicht nur, weil sich vielleicht Spiele mal wiederholen, aber ganz einfach aus dem Grund, dass man auf Dauer halt ja immer bessere Hardware bekommt, aber leider kaum aktuelle Spiele da in dieser Liste bei Will It Run sind. Das bedeutet, spätestens wenn man die RTX 2000er oder 3000er Serie freigeschaltet hat, dann kann man theoretisch einfach irgendwas nehmen und es wird eigentlich immer die Anforderungen erfüllen. Selbst wenn man die 4K-Specs nachbauen muss, was auch nicht so super oft vorkommt und auch nicht bei jedem Spiel verfügbar ist, sind die meistens halt so niedrig, dass man eigentlich machen kann bei so einer Quest, was man will. Deswegen an der Stelle ein Aufruf, bitte fügt an der Stelle ein paar aktuellere Spiele hinzu oder auch höhere Anforderungen. Wenigstens eine von diesen beiden Sachen, wenn nicht schon beides. Es würde einfach das Ganze auch im Endgame mal ein bisschen spannender machen. Radiatoren mit eigenen Lüftern. Eine Sache, die ich schon so oft mir gewünscht habe und über die ich mich schon so oft beschwert habe. Wieso dürfen wir bei einer Custom-Wasserkühlung, das Custom ist ja sogar schon im Namen, wieso dürfen wir da nicht unsere eigenen Lüfter auswählen, die auf den Radiator kommen? Ich meine,
klar, wir hatten da sowieso schon wenig Auswahl, aber auch gerade bei RGB-Beleuchtung, was man sehr oft bei tatsächlichen Custom-Wasserkühlungen sieht, weil, sagen wir es mal ehrlich, die meisten Custom-Wasserkühlungen werden tatsächlich fürs Aussehen gebaut, nicht unbedingt rein für die Performance. Und wieso haben wir dann nur Auswahl von 2 RGB-Lüftern? Warum können wir nicht einfach sagen, ja, ich nehme gern den Lüfter oder den Lüfter oder den Lüfter, was auch immer ich will, und bastel mir den einfach auf den Radiator drauf? So schwer wäre das ja eigentlich gar nicht. Und ja, es wäre natürlich auch noch cool, wenn das für All-in-One-Wasserkühlung auch gehen würde, weil auch da hindert einem im Grunde nichts daran, dass man die ändern kann. Aber wie gesagt, bei einer Custom-Wasserkühlung ist das zum einen im Namen drin und zum anderen im Real Life ist es meistens so, dass man nur einen reinen Radiator kauft und nicht ein Kit mit Lüftern zusammen. Das wird relativ selten vorkommen. Deswegen, wieso haben wir diese Option an der Stelle noch nicht? CPUs mit integrierter Grafikeinheit. Eine Sache, über die ich mich zum einen gefreut habe, als die Intel 11th Gen Chips tatsächlich im Spiel erschienen sind, weil es gab endlich die F-Prozessoren. Das sind die von Intel, bei denen tatsächlich normalerweise keine integrierte Grafikeinheit verbaut ist, was halt bedeutet, dass man in Real Life auf jeden Fall eine Grafikkarte braucht, sonst hat man eben keinen Bildschirmoutput. Das bedeutet allerdings auch, dass im Spiel leider eine Sache immer noch nicht umgesetzt wurde. Nämlich die Sache, die ich mir schon immer gewünscht habe, nämlich, dass man tatsächlich bei Chips, die integrierte Grafikeinheiten haben, man nicht zwingend eine Grafikkarte braucht, damit sie booten. Das bedeutet leider auch, dass die neuen Chips, die mit der Intel 11th Gen an der Stelle gelauncht sind im Spiel, überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Weil ob ich jetzt ein, was weiß ich, 11700 KF habe oder ein 11700K, macht im Grunde keinen Unterschied von dem Produkt her mehr, sondern nur vom Preis. Und in Real Life ist der Unterschied schon marginal, aber im Spiel ist er im Grunde schon nicht mehr vorhanden damit. Warum gibt es also nicht einfach die Möglichkeit, tatsächlich die integrierten Grafikeinheiten zu nutzen? Dann hätte man ja sogar noch die Möglichkeit für Leute, die im Spiel wirkliche Budget-PCs bauen wollen oder gerade am Anfang PCs bauen wollen, einen ohne Grafikkarte zu bauen. Das wäre doch so cool, das würde so viele Optionen geben. Und man hätte sogar noch eine sinnvolle Möglichkeit, die AMD-APUs auch noch im Spiel zu integrieren, was nochmal viel mehr Optionen gibt. Das wird meiner Meinung nach gerade Spieler, die am Anfang stehen, so viel mehr Spaß machen, wenn man dann ein bisschen mehr Auswahl hätte. Aber nein, das gibt's leider immer noch nicht. Und jetzt als letzten Punkt mehr alte Hardware. Was meine ich mit mehr alte Hardware? Ja, ich meine damit tatsächlich vor allem Einsteiger-Hardware, die man zum Anfang des Spiels hat. Ich erwarte jetzt nicht, dass plötzlich komplett DDR3-RAM integriert wird und Mainboards und CPUs, die das Ganze unterstützen, aber ich erwarte, dass die Hardware, mit der man startet, dass dort eben ein bisschen mehr Auswahl ist. Da gibt es momentan die 6. Generation an Intel-CPUs und natürlich dann auch die Mainboards, die dazukommen. Auch von AMD gibt es dort natürlich dann Chips schon und es gibt bei den Grafikkarten Sachen wie zum Beispiel eine GTX 970. Aber jetzt habe ich hier ein Problem und ich verstehe auch ganz ohne Probleme, wo das herkommt. Denn zu Beginn des Spiels, beziehungsweise zu Beginn der Entwicklung des Spiels, waren noch nicht so viele Partnerschaften mit tatsächlichen Hardwareherstellern da. Deswegen gibt es dort dann auch im Grunde sehr, sehr wenig Hardware. Und die dort ist im Grunde ausgedacht von Marken wie Mortoni oder Shin. Das hat man bei den Grafikkarten, das hat man bei den Mainboards, das hat man bei SSDs, auch bei Netzteilen. Aber es wurde nie an der Stelle mehr Hardware hinzugefügt. Und jetzt habe ich hier ein Problem. Denn Leute, die das Spiel zum ersten Mal anfassen und die Story tatsächlich spielen wollen, müssen ja trotzdem mit dieser Anfänger-Hardware erstmal beginnen. Und es macht echt viel weniger Spaß, wenn man zum Beispiel da dann nicht einen PC nachbauen kann, der so im Real Life da auch irgendwo stehen könnte, sondern eben nur mit ausgedachter Hardware, ausgedachter Leistung und so weiter und so fort. Und halt auch kaum Auswahl, weil es gibt effektiv 2 Intel-Boards für die 6. Generation an Intel-Chips. 2. Und beide sind natürlich ausgedacht. Insofern ist es halt einfach super langweilig. Wie soll man denn erwarten, dass jemand, der das erste Mal das Spiel spielt, dann tatsächlich auch Lust hat, so lange weiterzuspielen, bis er tatsächlich richtige Hardware freischaltet, wenn man ihm am Anfang so wenig Auswahl gibt und dann auch die Auswahl noch nicht mal von echter Hardware ist. Das wäre halt auch so eine Sache, und ich sag's gerne mal wieder, die man eigentlich mit Mods lösen könnte. Die Community hat sowieso schon des Öfteren Mods gemacht für ältere Hardware, aber gerade an der Stelle könnte man eigentlich sagen,
weißt du was, Community? Ihr kümmert euch darum. Ihr wisst ja sowieso am liebsten, was ihr im Spiel haben wollt. Dann macht das einfach. Wir machen uns daran, dass die neueste Hardware jeweils im Spiel ist. Die sieht dann vielleicht auch nochmal von den Models, die die einzelnen Chips, Grafikkarten und so weiter haben, ein bisschen besser aus. Aber die anderen Sachen sind dann wenigstens trotzdem im Spiel. Das wäre doch eigentlich eine Lösung. Aber bisher leider nichts. Habe ich noch irgendwelche Punkte an der Stelle vergessen, die ihr mir noch vorschlagen würdet? Ab damit auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare. Wie hat es euch gefallen, dieses neue Format? Ich plane auf jeden Fall an der Stelle auch noch ein bisschen mehr in die Richtung zu machen. Jetzt nicht nur mit Features, die hier im Spiel noch fehlen. Wie gesagt, da könnt ihr mir natürlich gerne auch ein paar weitere Vorschläge unten in den Kommentaren dalassen. Und sonst würde ich euch noch empfehlen, auf jeden Fall ein Like dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr zukünftige Videos nicht mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal zurück bei PC Building Simulator oder einem anderen Let's Play. Ciao!